In unserem ersten Tutorium für Herrscher des Olymps, Zeus, haben wir hier unsere kleine Siedlung gegründet, haben die ersten Nahrungsmittel produziert, kulturelle Gebäude errichtet und auch schon das erste Gut in Produktion, nämlich Wolle. Unsere Bürger haben sich entsprechend weiterentwickelt durch die Versorgung der verschiedenen Gütern. Wir haben jetzt hier das Mietshaus und unsere Bürger möchten das nächste Gut haben, nämlich Olivenöl. Wir beginnen aber jetzt, unsere Stadt zu finanzieren, indem wir Handel betreiben. Dafür müssen wir erstmal schauen, wer unsere Handelspartner sind und was wir und exportieren können. Um das herauszufinden, müssen wir hier auf die Weltkarte gehen. Ja, so präsentiert sich also die Weltkarte, sieht etwas sonderbar aus durch den Widescreen-Mod. Wir haben hier die Karte des antiken Griechenland mit dem Festland, dem Peloponnes, Kreta und den Ägäischen Inseln sowie die Küste von Kleinasien in der Originalgröße. Von daher ist das hier relativ klein und etwas schlecht lesbar, also Augenspitzen oder Brille aufziehen. Wir sehen hier die verschiedenen Städte und Stadtstaaten. Ja, und das ist natürlich eine Besonderheit des antiken Griechenland. Es gibt keine zentrale Macht. Als Wiege der Demokratie regieren diese einzelnen Stadtstaaten selbstständig. Und das ist auch ein Grund, warum das Spieleprinzip bei Zeus sich verändert hat. Da sind einfach die Entwickler drauf eingegangen. Und das macht natürlich dann Sinn. Wie gesagt, keine zentrale Macht, die uns entsprechend beeinflusst. Wir sind unser eigener Herrscher. Ja, wir haben hier die Stadtsymbolik mit dem roten Dach und der Standarte. Und wenn wir hier mit der linken Maustaste draufklicken, öffnet sich auf der rechten Seite das Infofenster. Das ist unsere Stadt Treusen. Ja, und wir können sehen, mit wem wir entsprechend Handel treiben können. Anhand dieser gepunkteten Linien. Die blauen Linien sind die Seehandelsrouten und die orangen Linien die Landhandelsrouten. Allerdings können wir nicht mit allen Städten im antiken Griechenland Handel betreiben. Es gibt 4 unterschiedliche diplomatische Beziehungen zu den einzelnen Städten. Ja, und dann fangen wir mal an hier mit der Stadt Marathon. Die Stadtsymbolik mit dem blauen Dach und einem roten Fähnchen. Wenn wir hier mit der linken Maustaste draufklicken, sehen wir alle Informationen über diese Stadt. Und das ist unsere erste diplomatische Beziehung, die wir haben können, nämlich ein Verbündeter. Ein Verbündeter ist eine souveräne Stadt, mit der wir eine sehr gute diplomatische Beziehung führen und wo wir ein hohes Ansehen haben. Gehen wir mal kurz hier auf diese Infoleiste. Können wir nochmal sehen, Verbündeter Marathon mit dem Oberhaupt Eropos. Hier diese kleine Schriftrolle zeigt uns die Interaktion an, die wir mit diesen Verbündeten haben. Da haben wir natürlich jetzt noch nichts. Ja, und hier mit diesen Pfeiltasten können wir zur nächsten Stadt gehen. Dieser Button ist recht wichtig. Das zeigt uns an, was für ein Ansehen der Verbündete zu uns hat. Er ist angetan. Klicken wir hier nochmal drauf. Sehen wir, dass er eine hohe Meinung von uns hat. Das kann sich natürlich ändern. Und da müssen wir dann entsprechend agieren. Das Ansehen kann sinken, kann aber auch entsprechend gesteigert werden. Ja, hier haben wir das Infofenster, welche Waren gehandelt werden können. Also Marathon kauft bei uns Wolle und Olivenöl, und zwar in diesen Mengen hier. Ja, und verkauft uns Weizen und Wein. Verbündete zahlen keinen Tribut an uns. Ja, und hier haben wir noch verschiedene Befehle. Dieser Befehl mit den beiden Händen heißt Ware oder Geld von der Stadt fordern. Das können wir also tun. Klicken wir hier drauf, können wir sehen, welche Waren wir fordern können und auch Geld. Allerdings ist unser Ansehen nicht so hoch, dass wir Verteidigungshilfe anfordern können, also wenn unsere Stadt angegriffen wird, oder wenn wir einen Militärschlag durchführen wollen, dass uns dann Marathon militärisch hilft. Da müssen wir tatsächlich unser Ansehen noch erhöhen. Wie schaffen wir das? Einmal hier
bei diesem Befehl die Forderungen dieser Stadt erfüllen. Also auch unsere Verbündeten können Forderungen an uns stellen. Erfüllen wir diese pflichtgemäß, steigt das Ansehen. Erfüllen wir die Forderungen nicht, sinkt natürlich unser Ansehen. Unser Ansehen sinkt auch mit jeder Forderung, die wir an diese Stadt stellen. Das Ansehen steigt, wenn wir der Stadt ein Geschenk machen. Klicken wir hier drauf, können wir sehen, was wir für Geschenke geben können, nämlich auch Güter und Geld. Und hier ein kleiner Tipp, immer das natürlich schenken, was derjenige auch braucht. Also in dem Fall natürlich Wolle, Weizen macht da jetzt keinen großen Sinn, ja, oder Geld. Klicken wir hier drauf, können wir das aussuchen, kleines, mittleres, großes Geschenk versenden. Ja, je größer das Geschenk, desto höher steigt das Ansehen. Doch hier auch vorsichtig, nicht zu viele Geschenke geben. So ein Geschenk im Jahr reicht voll und ganz, ansonsten könnte unser Verbündeter etwas verschnupft sein und auch genervt von uns, weil wir ihm dauernd Geschenke machen. Wir können diese Stadt auch plündern oder sogar erobern. Ja, und hier kommen wir zurück zu unserer Stadt. Schauen wir mal, wen wir noch als Verbündeten haben. Hier die Stadt Milet, ist auch unser Verbündeter. Milet kauft bei uns Fisch und Wein und verkauft uns Holz und Bronze. Haben wir noch jemanden? Ja, hier Olympia. Olympia kauft bei uns Marmor, verkauft uns Wolle, Rüstung und Olivenöl. Und hier oben im Norden haben wir noch Kadmea. Kadmea kauft bei uns Käse und Rüstungen, verkauft uns Oliven und Olivenöl. Ja, das sind also unsere Verbündete. Kommen wir hier zu dieser Stadtsymbolik mit dem kleinen roten Dach und der Standarte. Wenn wir das anklicken, können wir sehen, dass das eine Kolonie ist, die Kolonie Tassos. Kolonien sind Siedlungen, die wir selber gegründet haben. Natürlich können wir mit unseren Kolonien Handel betreiben. Tassos kauft bei uns Fleisch und Trauben, verkauft Marmor und Wein. Kolonien sind verpflichtet, Tribut zu zahlen und Tassos zahlt einmal im Jahr 1000 Drachmen an uns. Ja, eine Kolonie kann man natürlich nicht plündern oder zurückerobern, es sei denn, wir behandeln unsere Kolonie so schlecht, dass das Ansehen so weit gesunken ist, dass sie rebelliert. Dann ist der Handel ausgesetzt und wir müssen diese Stadt zurückerobern. Sie wird aber nie entsprechend selbstständig werden, weil sie immer weiterhin eine Kolonie von uns bleibt. Behandeln wir eine Kolonie schlecht, hat das Einfluss auf alle anderen Kolonien, was unser Ansehen betrifft. Ja, wir haben noch eine weitere Kolonie, nämlich hier Folue. Dieser Handelspartner kauft bei uns Skulpturen, verkauft Fleisch, Trauben und Wolle. Und sie zahlen 16 Einheiten Wolle jährlich als Tribut. Kommen wir hier zu dieser Stadtsymbolik, Mykene, auch mit dem blauen Dach, allerdings mit einer Standarte statt mit einem Fähnchen. Klicken wir hier drauf, können wir sehen, dass Mykene ein Vasall ist. Ein Vasall ist eine Stadt, die wir erobert haben. Vasallen müssen natürlich auch Tribut zahlen und Mykene zahlt 16 Einheiten Weizen jährlich an uns. Bei Vasallen ist natürlich auch wichtig, dass wir unser Ansehen hochhalten, denn Vasallen sind natürlich nicht glücklich, dass sie erobert worden sind. Und wenn wir hier Vasallen schlecht behandeln und unser Ansehen niedrig ist, kann diese Stadt auch rebellieren und dann tatsächlich wieder selbstständig werden. Dann müssen wir diese Stadt auch zurückerobern. Ja, und bei den Vasallen ist es wie bei den Kolonien. Behandeln wir einen Vasallen schlecht, hat das Einfluss auf alle anderen Vasallen, was unser Ansehen betrifft. Ja, und Mykene kauft bei uns Rüstungen, verkauft uns Weizen, Trauben und Oliven. Ja, Mykene ist der einzige Vasallenstaat, den wir haben. Kommen wir zu der letzten diplomatischen Beziehung. Hier Troja. Wenn wir das anklicken, sehen wir, dass Troja ein Rivale ist. Ein Rivale ist sozusagen ein Konkurrent und interessiert sich nicht für uns und deswegen können wir auch keinen Handel mit ihm betreiben. Allerdings können wir sehen, was er braucht und was er produziert.
Das ist ganz wichtig, denn auch Rivalen können wir natürlich Geschenke machen, um unser Ansehen zu erhöhen. Es kann nämlich durchaus sein, dass aus einem Rivalen ein Verbündeter wird und dann können wir natürlich entsprechend Handel betreiben. Allerdings nur, wenn wir natürlich ein hohes Ansehen haben. Haben wir ein niedriges Ansehen, kann unser Rivale tatsächlich feindlich werden und kann unsere Stadt dann angreifen. Wenn wir angegriffen werden und wir verlieren, werden wir selber zu einem Vasallen dieser Stadt und müssen Tribut zahlen. Werden wir von diesem Rivalen nochmal angegriffen und wir verlieren, ist das Spiel beendet. Das Spiel ist auch beendet, wenn wir mehrere Jahre verschuldet sind oder wenn unsere Heimatstadt von einem Ungeheuer oder einem Feind zerstört wird, während wir eine Kolonie gründen. Ja, wir haben noch Sardes als Rivale und hier den Berg Peleion. Ja, dann haben wir jetzt hier noch Handelsrouten zu fernen Ländern. Einmal Zypern. Zypern kauft bei uns Weizen und Trauben, verkauft uns Bronze und Skulpturen. Ja, und Ägypten kauft bei uns Holz und Bronze, verkauft uns Fisch und Skulpturen. Da können wir natürlich keine Befehle erteilen. Ja, und dann haben wir noch hier diese interessante Symbolik. Das sind mystische und noch unentdeckte Orte. Hier jetzt Tenarum oder hier oben Bistonis. Die sind halt noch nicht entdeckt. Ja, so viel zu unseren ganzen Stadtstaaten im antiken Griechenland. Gehen wir mal zurück zu unserer Stadt. Ja, wir können eigentlich alle Produkte, die wir hier produzieren, verkaufen. Wir schauen uns aber noch mal ganz kurz hier bei Vertrieb uns den Handelsstatus an. Hier können wir sehen, was wir für unsere Produkte bekommen und was wir auch bezahlen müssen für unsere Importe. Das ist übrigens gleich, wie wir hier sehen. Es gibt ja jetzt keinen Unterschied zwischen Im- und Exportkosten. Ja, und der absolute Verkaufsschlager ist natürlich Skulpturen mit 640 Drachmen, gefolgt von Rüstungen. Ja, und dann die weiterverarbeiteten Produkte Olivenöl und Wein sind sehr lukrativ. Ja, und bei den Rohstoffen ist es Bronze, was man gut verkaufen kann. Rohstoffe und Nahrungsmittel sind nicht so ganz lukrativ, die Preise sind jetzt nicht so hoch. Da sollte man eigentlich immer gucken, dass man die anderen Produkte verkaufen kann. Ja, und hier können wir jetzt nochmal sehen, dass zum Beispiel Fisch, Fleisch und Käse, unsere Nahrungsmittel, die ja im Lagerhaus nicht angenommen werden, doch im- und exportiert werden können. Die Einlagerung dieser Produkte erfolgt dann über den Handelsposten und nicht über das Warenlager. In unserer Stadt, unsere Marktfrauen kaufen zum Beispiel die Nahrungsmittel nur beim Silo oder direkt beim Handelsposten, wenn wir die Ware entsprechend importieren. Das nochmal ganz kurz dazu. Ja, und ich würde sagen, wir brauchen ja Olivenöl, das müssen wir sowieso produzieren, dann können wir die Überschüsse verkaufen und wir können hier direkt Wein produzieren. Die anderen Güter, die wir verkaufen können, werden wir im Laufe des Tutoriums dann herstellen. Ja, wir brauchen für Olivenöl und für Wein natürlich die Rohstoffe, die finden wir hier bei den Plantagen. Da brauchen wir erstmal ein Landarbeiterlager, die Mitarbeiter zur Verfügung stellt, um Olivenbäume und Weinreben zu kultivieren. So, da müssen wir natürlich auch jetzt Olivenbäume pflanzen. Reben und auch Olivenbäume müssen natürlich auf fruchtbarem Gebiet hier platziert werden. Und da war bei mir immer die Frage, wie viel kann ich denn pro Landarbeiterlager bauen, damit diese optimal versorgt werden. Bei den Herden ist das relativ einfach. 8 Tiere ergeben eine Herde. Bei dem Landarbeiterlager ist es so, dass pro Monat ein Mitarbeiter hier Olivenbäume und Reben kultivieren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, 11 Stück pro Monat eine Pflanze und der 12. Monat wäre dann die Ernte. So die Theorie. Wenn ihr da andere Erfahrungen habt, gerne in den Kommentaren kundtun. Da bin ich sehr interessiert, wie eure Erfahrung ist.
So, wir haben unsere 11 Olivenbäume platziert, aber wir wollen ja auch noch Reben kultivieren. Da brauchen wir nochmal ein Landarbeiterlager. Das kann dann jetzt hier hin. Dann werden wir die Straße so bauen. Ziehen die dann hier raus. Und man kann dann hier eine Sperre hin. So, dann müssen wir natürlich noch unsere Rebstöcke platzieren. Ich glaube, die passen hier gut hin. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, passt wunderbar. Dann brauchen wir natürlich noch die Warenlager für die Produkte. Dann bauen wir mal direkt 2 Warenlager, stellen diese ein. Dieses hier wird Olivenöl annehmen und die Überproduktion von Oliven, allerdings nur 12 Einheiten und hier Olivenöl 20 Einheiten. Ja, und dann natürlich das Warenlager für Wein, genau das gleiche, Wein und Überproduktion von Trauben. Ja, so kann es bleiben. Ja, man kann davon ausgehen, dass so ein Landarbeiterlager circa 2 weiterführende Produktstätten mit Rohstoffen versorgen kann. Ja, wir werden aber jetzt noch ein paar Parzellen ausweisen, weil wir müssen ja gleich noch die ganzen anderen Produktionsstätten errichten. Und zwar werde ich dann jetzt hier ein paar Parzellen ausweisen. Dann bauen wir aber hier auch noch mal eine Verschönerung, ein Gartenhaus. So. Ja, das reicht jetzt erstmal. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis die ersten Rohstoffe in unserem Warenlager zur Verfügung stehen. Mittlerweile haben wir schon 500 Einwohner in unserer kleinen Siedlung. Da klicken wir mal ganz kurz hier auf unsere Olivenbäume. Hier können wir sehen, dass die Olivenernte immer im Januar erfolgt. Also wir werden hier bald ernten, allerdings keinen großen Ertrag hier erwirtschaften. Bei den Reben ist es so, dass im Oktober die Lese beginnt. Da haben wir jetzt noch ein ganzes Jahr Zeit. Da werden wir eine volle Ernte einfahren. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir schon mal die ersten Olivenpressen, wenn jetzt bald die ersten Oliven auch reif sind. Die errichte ich hier, da können wir schon mal 2 Stück bauen. Ja, und wir sehen, dass die Gesundheit unserer Stadt nicht mehr optimal ist. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit noch gar nicht mit der Gesundheitsversorgung unserer Stadt beschäftigt. Letztendlich ist es so, versorgen wir unsere Bürger mit ausreichender und abwechslungsreicher Nahrung und frischem Wasser, ist die Gefahr von Krankheiten und Seuchen relativ gering. Aber mit steigender Einwohnerzahl steigt natürlich dieses Risiko. Wir finden hier unter Gesundheit und Sicherheit die einzige Einrichtung für die Gesundheit, nämlich hier die Klinik. Das ist ein relativ großes Gebäude und das passt genau hier hin. Ja, und hier gibt es natürlich auch eine entsprechende Spezialkarte Gesundheit. Ja, da können wir sehen, ob es irgendwo Seuchengefahren gibt. Da sehen wir den Arzt, wie er jetzt hier die Straßen entlang geht. Ja, und unsere Bürger haben Zugang zum Arzt. Wir sehen hier das Symbol, da steht kein Zugang zum Arzt, aber in diesem Haushalt hat man vergangenen Monat gut gegessen. Ja, sollte hier zum Beispiel jetzt irgendwie Nahrungsmittel fehlen, wird das entsprechend dargestellt. Aber wie gesagt, es sieht alles sehr gut aus. Ich denke mir, wir brauchen uns, was das Thema Gesundheit betrifft, jetzt keine Gedanken mehr zu machen. Es ist Jahresanfang und unsere Vasallen und Kolonien zahlen ihren Tribut. Pholoe zahlt seine 16 Stränge Wolle, nehmen wir an. Tassos seine 1000 Drachmen. Ja, und Mykene kann seine 16 Weizen nicht als Tribut zahlen, da wir keinen Platz in unserem Silo haben. Okay. Naja, das wird sich nachher wahrscheinlich ändern, wenn unsere Bevölkerungszahl wächst. Die einzige Gebäudeoption, die wir jetzt hier bei Gesundheit und Sicherheit noch haben, ist hier der Wachposten. Der Wachposten brauchen wir, wenn wir Unruhen in unserer Stadt zu befürchten haben. Und wir sehen hier schon in unserem Infofenster, in der Stadt
ist es absolut ruhig. Also wir haben hier auch keine Unruhen zu befürchten. Unruhen entstehen immer, wenn über längere Zeitraum Missstände in unserer Stadt herrschen, wie zum Beispiel, dass Nahrung fehlt, dass die Steuern zu hoch sind oder dass wir unseren Bürgern viel zu wenig Lohn zahlen. Dann fangen unsere Bürger irgendwann an zu rebellieren und dann brauche ich natürlich einen Wachposten, der dafür sorgt, dass wieder Ruhe in der Stadt herrscht. Auch hier gibt es eine Spezialkarte, Unruhen können wir anklicken und da sehen wir, alles ist ruhig, alles sieht gut aus. All den Wachposten habe ich äußerst selten errichtet, ist wirklich kaum nötig. Und wenn man hier ab und zu mal drauf schaut, dann kann man auch sehen, ob es irgendwo in der Stadt Schwierigkeiten gibt oder Probleme, die wir dann beheben sollten. Ja, und wir sehen, unsere Olivenpressen arbeiten. Wir produzieren unser erstes Öl. Ja, errichten wir doch die ersten Kältereien auch schon. Gehen wir hier auf Gewerbe, Werkstätten und dann können wir hier 2 Kältereien bauen. Da müssen wir die Straße noch ein bisschen umbauen. Und die Sperre versetzen. Ja, das machen wir mal ein bisschen anders. So. Ja, und wir haben das erste Olivenöl auch schon in unserem Warenlager. Wir könnten jetzt schon unsere Bürger mit Olivenöl versorgen. Allerdings will ich warten, bis die nächste Olivenernte eingefahren wird, damit unsere Olivenpressen auch genügend Rohstoff haben. Ja, die Nemischen Spiele beginnen. Unsere Athleten machen sich auf den Weg zu den Spielen. Mal gucken, vielleicht gewinnen wir sie diesmal. Wir schauen noch mal kurz auf die Weltkarte. Wir wollen ja Wein verkaufen und später dann auch Olivenöl. Schauen wir mal, wer das bei uns kaufen möchte. Milet würde bei uns Wein kaufen. Das ist sehr gut. Wer würde denn Olivenöl kaufen? Marathon würde Olivenöl kaufen. Und auch Wolle. Wir bekommen ja jetzt immer 16 Stränge Wolle als Tribut. Das ist ja mehr, als wir eigentlich verbrauchen. Das Gut könnten wir auch verkaufen. Das ist gar nicht schlecht. Okay, also wir brauchen Milet als Handelspartner und Marathon. Der Handel bei Zeus läuft etwas anders, als wir es bei Pharao oder Caesar gewohnt waren. Hier unter den Vertrieb finden wir unter den Button Handel die Handelsposten. Unsere Händler gehen also nicht mehr zu den Lagerhäusern unserer Stadt, um dort den Handel durchzuführen oder an Docks. Wir müssen tatsächlich jetzt für jeden Handelspartner seinen speziellen Handelsposten errichten. Gut, also wir brauchen einmal hier Milet. Das ist ja eine Seeroute, das heißt wir brauchen hier ein Pier. Bauen wir mal an und schließen es auch an. So, dann brauchen wir natürlich hier wieder in gewohnter Weise ein Architekturbüro. Das kann dann hier hin. Ja, und wir brauchen natürlich noch den Handelsposten von Marathon. Finden wir hier. Das ist eine Landroute. Können wir es so errichten. Ja, diese Handelsposten fungieren als überdimensionale Lagerhäuser. Klicke ich die mit der rechten Maustaste an, öffnet sich das Infofenster und wir sehen, dass wir 60 Ladungen in einem Handelsposten an Ware einlagern können. Wir können sehen, Importe und auch die Exporte. Wir wollen jetzt hier bei Marathon Wolle verkaufen. Gut, dann müssen wir hier den Verkauf aktivieren und da ist es jetzt ganz wichtig, dass ihr das entsprechend einstellt. Lasst ihr das so, werden 60 Einheiten Wolle in den Handelsposten eingelagert. Das heißt, unser Karrenschieber ist nur damit beschäftigt, diese Ware hier einzulagern. Das ist nicht nötig, weil wir nur 12 Einheiten verkaufen können im Jahr. Das heißt, wir stellen das ein. Ihr könnt das entweder so einstellen, dass immer 12 Einheiten eingelagert werden, dann ist das Jahreslimit immer im Handelsposten. Das müsst ihr entsprechend so einstellen, wie viel Ware wir haben.
Also 12 Einheiten sind jetzt nicht so viel, da kann man das entsprechend einstellen. Ich mache das aber immer so, dass ich immer die Hälfte einstelle, also 6, weil unsere Handelspartner nicht so eine große Kapazität haben, dass sie die gesamte Menge teilweise mitnehmen können. Ich glaube 12 Einheiten gehen, glaube ich, nicht bei den Landrouten, das sind nur 8 Einheiten. Von daher ein Tipp, immer die Hälfte des Jahreslimit einstellen. Gut, dann können wir hier wieder raus und wir sehen, 24 Mitarbeiter werden benötigt. Das heißt, wir brauchen auch jede Menge Mitarbeiter, um die ganzen Handelsposten zu besetzen. Gut, dann wollen wir jetzt hier bei Milet noch den Wein einstellen, genauso. Verkauf aktivieren und dann hier jetzt 12 Einheiten einstellen. Und dann den Pausenmodus deaktivieren und dann werden hier entsprechend unsere Handelsposten auch aktiv. So, und dann sehen wir schon, wie der Karrenschieber jetzt sich auf den Weg macht, um unsere Wolle zu holen. Ist die Ware einmal im Handelsposten, bleibt sie dann auch dort. Das heißt, weiterführende Betriebe werden da jetzt zum Beispiel nicht Rohstoffe rausholen, die wir dort für den Export eingelagert haben. Marktfrauen werden dort auch keine Lebensmittel holen, wenn wir sie auf Export gestellt haben. Allerdings, wenn wir hier Nahrungsmittel importieren, werden unsere Marktfrauen am Handelsposten diese Ware auch beziehen. Das gleiche gilt, wenn wir Rohstoffe importieren, Reben oder Oliven oder auch Bronze, wird direkt hier der Karrenschieber die weiterführenden Betriebe damit versorgen. Also wie gesagt, es dient auch als Lagerhaus. Wir müssen jetzt nicht die importierte Ware hier entsprechend auf Silo oder andere Warenlager verteilen. Ja, und da sehen wir schon, wie unser Karrenschieber jetzt eine Fuhre Wolle zum Handelsposten bringt. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass wir die nemischen Spiele, also die Spiele der Athleten, gewonnen haben. Sehr schön. Ja, und wenn wir eines der panhellenischen Spiele gewonnen haben, haben wir auch ein Denkmal. Wenn wir jetzt hier auf Ästhetik gehen, da sehen wir jetzt den Icon Monumente. Klicken wir das an, haben wir das Athletendenkmal. Das können wir dann errichten, das werden wir aber später machen, im Zuge unserer Stadterweiterung. Und da sehen wir schon, wie unser stolzer Athlet jetzt zur Stadt zurückkommt. Ja, und mittlerweile haben wir die 6 Einheiten Wolle in unserem Handelsposten von Marathon. Dann ist das gelb unterlegt, das heißt, das Limit ist entsprechend eingelagert. Ja, und jetzt müssen wir natürlich warten, bis unsere Handelspartner die Ware kaufen. Ich glaube, das wird erst im nächsten Jahr erfolgen. Ja, und wir haben Oktober und wir sehen, wie die Mitarbeiter aus dem Landarbeiterlager jetzt unsere Reben ernten. Da sehen wir das. Und die bringen jetzt natürlich das direkt zu unserer Weinkälterei. Ja, wunderbar, der erste Wein wird jetzt produziert. Ja, der Handel läuft. Ich bin sehr zufrieden. Wenn wir jetzt nochmal hier auf den Vertrieb gehen, können wir hier im Infofenster jetzt sehen, welche Ware wir exportieren. Ja, und man würde auch dann hier sehen, wenn wir Ware importieren. Ja, zu Jahresanfang wird wieder der Tribut gezahlt. Nehmen wir natürlich alles gerne an. Außer Weizen, da haben wir eigentlich zu viel. Wir könnten Weizen auch verkaufen, aber ich verkaufe ungern meine Nahrungsmittel, weil das wird sich natürlich auch ändern, wenn wir jetzt hier unsere Stadt weiterentwickeln. Größe, sterbliches Wesen. Nur Sie haben den Mut, um meinen Quest zu erfüllen. Ja, eine weitere Besonderheit bei Zeus ist das Erfüllen von Quests, die wir von unseren Göttern entsprechend auferlegt bekommen. Hier ist es jetzt Ephios. Ja, was möchte er? Grüße, sterbliches Wesen. Wer sonst hätte den Mut, meinen Quest zu erfüllen, um Achill davon zu überzeugen, an der Seite ihrer Streitkräfte zu kämpfen, müssen sie den Helden mit den besten Waffen ausrüsten. Der Bogen und die Pfeile des Herkules.
die ich, Hephaistos, angefertigt habe, sind genau die Waffen, um Achill daran zu erinnern, wie sich ein echter Kampf anfühlt. Schicken Sie den Helden, um sie zu suchen. Okay, also wir müssen jetzt hier tatsächlich einen Helden in unsere Stadt bringen, der dann diesen Quest erfüllen kann. Darum werden wir uns später kümmern. Jetzt, wo der Handel floriert, werden wir uns noch um die zweite Geldeinnahmequelle kümmern, nämlich die Steuern. Um Steuern zu erheben, müssen wir folgende Gebäude errichten. Die finden wir hier unter dem Reiter Verwaltung. Da haben wir den Palast und das Steuerbüro. Ja, der Palast ist unser Verwaltungssitz, kann nur einmal gebaut werden. Hier sehen wir ihn und ich werde ihn jetzt, glaube ich, hier errichten. Dafür muss ich aber erstmal noch die Straßenanbindung planen. Ja, die Pythischen Spiele beginnen. Da können wir noch gar nicht teilnehmen, weil die Pythischen Spiele sind die Spiele der Schauspieler und das haben wir noch nicht in unserer Stadt. Ja, ich habe jetzt hier das Wegesystem weiter geplant. Hier seht ihr die Erweiterung. Hier werden wir unser zweites Stadtgebiet später aufbauen. Wir bauen aber jetzt den Palast. So, der passt genau hier rein. Und damit haben wir jetzt hier auch unser Verwaltungszentrum. Hier müssen wir aber noch eine Sperre bauen. Ja, sobald wir den Palast errichtet haben, können wir Steuern eintreiben. Dafür brauchen wir hier das Steuerbüro. Das kann jetzt hier hin. Und dann schauen wir uns nochmal eben kurz das Infofenster der Verwaltung an. Wir können hier unseren Steuersatz entsprechend einstellen. Der ist immer auf normal eingestellt. Da können wir sehen, wie viel Prozent der Bevölkerung hier steuerlich erfasst sind und wie viel Geld wir bis jetzt eingetrieben haben. Bei den Steuersatz können wir einstellen, niedrig, sehr niedrig und keine Steuer. Das hebt natürlich unsere Stimmung, leert aber unsere Stadtkasse. Ja, und wir können natürlich einen hohen Steuersatz nehmen, einen sehr hohen oder Wucher. Das sollten wir natürlich nicht machen, weil da sinkt unsere Beliebtheit relativ schnell. Wir lassen den Steuersatz auf normal. Hier können wir sehen, welche Ausgaben wir haben und welche Einkünfte. Gehen wir auf die Lupe, öffnet sich unsere Stadtbilanz. Das ist auch ganz wichtig, sollte man ab und zu mal reinschauen. Wir können unsere Einkünfte sehen. Wie gesagt, wir können Steuern einnehmen und Exportgewinne erzielen. Wir können aber auch Geschenke erhalten. Wir können unser Silber natürlich abbauen. Das wandert ja direkt in die Stadtkasse. Ja, und Tribut haben wir ja auch schon hier erhalten. Und wenn wir ein Hippodrom bauen können, können wir auch noch Einkünfte generieren. Demgegenüber stehen natürlich unsere Ausgaben, also Importkosten, Löhne und Bau. Ja, Bestechung und auch Tribut, den wir zahlen müssen. Ja, und Geschenke und Hilfen, die wir anderen Städten geleistet haben. Ja, und wir können sehen, letztes Jahr haben wir ein Minus gemacht und dieses Jahr sieht es schon ganz gut aus. Mal den Pausenmodus wieder deaktivieren, damit wir auch jetzt mal hier Steuern entsprechend erheben können bzw. eintreiben können. Da ist unser Steuereintreiber mit dem sehr grellen Gelb. Wenn wir dann hier bei Verwaltung in die Spezialkarte gehen, ja, dann können wir sehen, dass jetzt hier alle Gebäude bzw. alle Bürger hier steuerlich erfasst worden sind. Ja, den Palast können wir natürlich nur einmal bauen, deswegen ist das Icon jetzt hier weg. Und wir haben unter Verwaltung noch die Brücken. Ja, wir müssen natürlich Brücken bauen, um Landteile zu verbinden. Ich würde jetzt zum Beispiel mal hier eine Brücke bauen. Wenn wir hier ein weiteres Wohngebiet konzipieren, möchte ich hier einen Zugang mal gewährleisten. So, Brücken ist so, dass wir einen Anfang und Endpunkt haben müssen. Da baut es sich auf. So, und ich würde jetzt hier mal eine Brücke bauen. Die sehen sehr, interessant aus. Man hat nicht das Gefühl, dass diese Brücken viel tragen können. Wichtig ist bei den Brücken zu nennen, ich kann keine zwei Brücken nebeneinander bauen. Man kann tatsächlich nicht direkt zwei nebeneinander bauen. Ja, was ihr auch noch berücksichtigen solltet,
Bei kleinen Brücken können Handelsschiffe und auch Kriegsschiffe nicht über diese Brücken fahren. Dann ist der Seeweg tatsächlich blockiert. Bei so großen Brücken geht das, da fahren die Schiffe tatsächlich drüber. Bei den kleinen geht das nicht. Das sollte man noch berücksichtigen, damit nicht irgendwelche Handelsrouten über See unterbrochen sind, nur weil wir eine Brücke errichtet haben. Ja, wir haben jede Menge Olivenöl in unserem Warenlager. Wir können jetzt hier auf unserer Agora den Ölhändler etablieren. Ja, und ihr seht, auf der einfachen Agora haben 3 Händler Platz. Und das ist auch das, was unsere Bürger der Arbeiterviertel benötigen. Die brauchen tatsächlich nur Nahrungsmittel, Wolle und Olivenöl. Klicken wir nochmal die Agora an, können wir sehen, dass jetzt Nahrung und Wolle ausgeliefert wird und Olivenöl wird jetzt eingekauft. Und was auch interessant ist, ist, dass es keine Differenzierung mehr zwischen den einzelnen Nahrungsmitteln gibt. Also in der Agora wird hier nur noch Nahrungsmittel entsprechend ausgeliefert, nicht mehr Weizen, Käse oder andere Nahrungsmittel. Das wird jetzt hier einfach nur noch als Nahrung bezeichnet. Von daher gibt es auch keine Priorisierung mehr, wie es zum Beispiel bei Pharao und auch bei Caesar üblich war. Und wieder ist Jahresanfang. Wir kriegen unsere Tribute, die nehmen wir natürlich alle an, außer Weizen, da haben wir immer noch keinen Platz. Ja, und unsere Wohngebiete entwickeln sich weiter. Wir haben jetzt hier das Wohnhaus. Und die Bürger im Wohnhaus möchten gerne besseren Zugang zu Kultur haben. Ja, die letzte kulturelle Einrichtung, die wir für unsere Bürger hier in den Arbeitervierteln zur Verfügung stellen können, ist das Schauspiel. Ja, und dann brauchen wir einmal das Theater, das kommt hier vor Kopf. Sehr schön. Und dann brauchen wir natürlich eine Schauspielschule. Die kann dann jetzt hier hin. Ja, wo bauen wir sie hin? So. Ja, und sobald Schauspielschule und auch Theater in Betrieb sind, werden Schauspieler zu ihrer Wirkungsstätte gehen. Das ist immer sehr süß animiert, hier mit dem hängenden Engel. Ja, und genau dieser hängende Engel torkelt dann mit seinen Flügelchen zu seiner Wirkungsstätte zum Theater. Ja, und jetzt sehen wir, dass das Theater auch entsprechend besetzt ist und wir haben mittlerweile schon 1000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, und beim Schauspiel ist es genauso wie bei der Philosophie. Schauspieler gehen von der Schauspielschule zum Theater. Die kümmern sich auch dann nicht darum, ob irgendwelche Sperren gesetzt worden sind. Ja, und vom Theater, wenn dieses in Betrieb ist, werden dann auch Schauspieler entlang der Straße gehen und somit Zugang bei unseren Bürgern zum Schauspiel gewährleisten. Und die können dann durch Sperren entsprechend in ihrem Weg geleitet werden. Ja, und wir haben jetzt die letzte Ausbaustufe unserer einfachen Wohnungen, nämlich das Stadthaus. Und das steht auch schon, es hat alles, was es benötigt. Nochmal kurz ein paar Verschönerungen. Hier Allee, deswegen habe ich hier nochmal diese Lücke gelassen. Dann entwickeln die sich nämlich hier auch weiter. Ja, und hier müssen wir noch Verschönerungen bauen. Das lassen wir jetzt aber erstmal, weil ich glaube, wir haben jede Menge Arbeitslose. Oh ja. Ja, und wenn unsere Bürger sehr zufrieden sind, kriegen wir ein Zufriedenheitsdenkmal. Sehr schön. Wir haben also jetzt schon mehrere Denkmäler hier. Nämlich das Bevölkerungsdenkmal, das Athletendenkmal und das Zufriedenheitsdenkmal. Also es gibt da wirklich unterschiedliche, die werden wir nachher errichten. Ja, das nächste große Themengebiet, was wir jetzt entsprechend bearbeiten, ist das Thema unsere Götter und ihre Heiligtümer und Helden. Die Götterwelt des antiken Griechenlands ist bis heute legendär. Zahlreiche Geschichten, Mythen und Abenteuer ranken sich um Zeus und seine Götterfamilie. Und dank
der Liebschaften und zahlreichen amorösen Abenteuer von Zeus existierten jede Menge Halbgötter und Helden, die den Pantheon des antiken Griechenlands bereicherten. Wir können hier bei Zeus auch jede Menge Götter ein Heiligtum bauen und verehren, nämlich die, die uns wohlgesonnen sind. Denn auch in einer göttlichen Familie herrscht nicht immer eitler Sonnenschein. Einige Familienmitglieder sind sich nicht wirklich grün und sehr eifersüchtig untereinander. Verehren wir eine Gottheit, kann es eine andere Gottheit missfallen und sie ist uns feindlich gegenübergestellt. So haben wir nicht nur Wohltaten und Segen der wohlgesonnten Götter zu erwarten, sondern auch Flüche und Angriffe der feindlich eingestellten Götter. Welche Wohltaten und welche Angriffe zu welchen Göttern gehören, werde ich jetzt kurz vorstellen. Oberster Gott und Göttervater ist Zeus. Sein Tempel ist die Hochburg des Zeus. Verehren wir den Göttervater, hilft er uns gegen sämtliche feindlich eingestellten Götter, die unsere Stadt angreifen. Das Ansehen bei anderen Herrschern in der antiken griechischen Welt steigt, wenn wir ein Heiligtum für Zeus errichtet haben. Als Göttervater kann er natürlich alle Segen der anderen Götter aussprechen. Er vernichtet feindliche Armeen, die unsere Stadt angreifen, und schützt allgemein unsere Stadt vor Ungemach. Sein Heiligtum enthält ein Orakel, das wir über die Zukunft befragen können. Haben wir Zeus als Feind, sorgt er für absolutes Chaos in unserer Stadt. Er zerstört unseren Palast und kann natürlich alle Flüche der anderen Götter aussprechen. Jede Gottheit hat ein mythologisches Wesen oder Held an seiner Seite, und bei Zeus ist es der Zyklop, der ihm Dienste erweist. Poseidon ist der Bruder von Zeus. Sein Heiligtum ist das Gestade des Poseidons und er ist der Herrscher der Meere. Sein mythologisches Wesen, was an seiner Seite ist der Kraken. Und haben wir Poseidon als wohlgesonnenen Gott an unserer Seite, beschützt dieser Kraken die Gewässer unserer Stadt. Die Produktion aller maritimen Gewerbestätten, wie die Kais und die Seeigelkais, werden gesteigert, indem Poseidon diese segnet. Er ist aber nicht nur Herrscher der Meere, sondern auch Herrscher der Pferde. Und so kann er unsere Pferdehöfe segnen, die dann noch produktiver werden. Beten wir zu Poseidon in seinem Heiligtum, kann er Silos mit Meeresfrüchten füllen, wenn ein Mangel an Nahrungsmitteln besteht. Allerdings haben wir Poseidon als Feind, kann er alle maritimen Produktionsstätten natürlich verfluchen, die dann nicht mehr produzieren. Auch unsere Trimen werden von ihm verflucht, die dann auch nicht mehr funktionieren. Handelsschiffe laufen natürlich unsere Häfen nicht mehr ein, wenn sie wissen, dass Poseidon uns feindlich gegenübergestellt ist. Die nächste Gottheit ist Hades, der Herrscher der Unterwelt. Sein Heiligtum wird die Pforte des Hades genannt. Sein mythologisches Wesen ist der Cerberus. Und Cerberus schützt auch unsere Stadt, wenn wir diese Gottheit verehren. Das Heiligtum besitzt Silbervorkommen, welches wir abbauen können. Münzereien und Gießereien werden gesegnet und produzieren mehr. Wenn Steuerbüros von Hades gesegnet werden, werden mehr Steuer eingetrieben. Ja, und Hades kann auch dafür sorgen, dass unsere Stadtkasse aufgefüllt wird, wenn dort ein Mangel herrscht. Haben wir Hades als Feind, lässt er Menschen in unserer Stadt verschwinden, sodass die Bevölkerungszahl sich verringert und wir zu wenig Arbeiter haben. Verflucht er unsere Gießereien und Münzereien, funktionieren sie nicht mehr. Demeter ist die Göttin der Landwirtschaft. Ihr Heiligtum ist der Garten der Demeter. Verehren wir diese Gottheit, werden Farmen gesegnet, die dann noch produktiver sind.
Demeter füllt unsere Silos, wenn wir zu wenig Nahrungsmittel haben. Und ihr Heiligtum besitzt fruchtbares Land, was wir kultivieren können. Haben wir Demeter als Feindin, werden ehemals fruchtbare Gebiete unfruchtbar gemacht. Demeter kann unsere Feldfrüchte vernichten und Schafe und Ziegen töten. Das mythologische Wesen, welches an Demeters Seite ist die Medusa. Athene ist die Göttin der Krieger, der Handwerker und auch der Weisheit. Ihr Heiligtum ist die Laube der Athene. Haben wir ein Heiligtum für Athene errichtet, besitzt dieses Olivenbäume, die wir nutzen können. Soldaten erhalten von Athene mehr Kraft. Und diese Gottheit verteidigt persönlich unsere Stadt, wenn wir angegriffen werden. Wollsammelstellen und Olivenpressen werden gesegnet und sind dadurch produktiver. Ja, und Athene sorgt auch dafür, dass wir Oliven und Olivenöl haben, wenn dieses knapp ist. Haben wir allerdings Athene als Feindin, wird unsere Stadtverteidigung geschwächt, indem Stadtmauern und Türme nicht bemannt werden. Die Produktion von Olivenöl wird behindert, da unsere Olivenbäume verflucht sind und keine Früchte mehr tragen. Als mythologisches Wesen dient die Hydra dieser Gottheit. Artemis ist die Göttin der Jagd. Ihr Heiligtum ist der Tiergarten der Artemis. Verehren wir diese Gottheit, werden 2 Amazonenkriegerinnen unsere Stadt gegen wilde Raubtiere verteidigen. Jagdhöfe werden gesegnet und sind somit produktiver. Und Silos werden mit Fleisch gefüllt, wenn wir zu wenig Nahrungsmittel haben. Haben wir allerdings Artemis als feindliche Göttin, greifen die Amazonenkriegerinnen unsere Stadt an. Artemis tötet die Jäger im Jagdhof, sodass wir kein Fleisch mehr produzieren können. Und Artemis lässt Wolfsrudel erstarken, die dann unsere Herden angreifen. Der kalydonische Eber ist das mystische Wesen, was im Dienste von Artemis steht. Als nächste Gottheit haben wir Apoll. Sein Heiligtum wird das Orakel des Apoll genannt. Bauen wir das Heiligtum für diese Gottheit, enthält es ein Orakel und wir können es nach der Zukunft befragen. Philosophen, Athleten und Schauspieler sowie Wettkämpfer erhalten mehr Talent und haben damit eine höhere Chance, bei den panhellenischen Spielen als Gewinner hervorzutreten. Apoll tötet alle Ungeheuer und mystische Wesen, die unsere Stadt durch feindliche Götter angreifen. Apoll segnet unsere Podien, Gymnasien, Theater und Stadien, sodass von diesen Kulturstätten aus mehr Spezialisten in unsere Stadt gehen können und unsere Bürger somit einen wesentlich besseren Zugang zu den kulturellen Einrichtungen bekommen. Apoll heilt unsere Bürger, wenn Seuchen ausgebrochen sind. Haben wir Apoll als feindlichen Gott, verflucht er unsere kulturellen Einrichtungen, sodass weniger Spezialisten von diesen Wirkungsstätten aus zu unseren Bürgern gehen können und somit der Zugang zu den kulturellen Einrichtungen sich verschlechtert. Zudem kann Apoll Seuchen ausbrechen lassen. Sein mythologisches Wesen ist die Skylla. Der Gott Hephaistos ist der Gott der Schmiede. Verehren wir ihn, segnet er unsere Waffenschmieden und Bildhauerateliers, die dann produktiver sind. Er verhindert Brände in unserer Stadt und das Heiligtum, was die Schmiede des Hephaistos ist, enthält Kupfererz, was wir abbauen können. Das mythologische Wesen des Hephaistos ist Talos. Und Talos wird unsere Stadt beschützen, wenn wir angegriffen werden. Haben wir diese Gottheit allerdings als Feind, setzt er Gebäude in Brand, Bildhauerateliers können keine Bronze mehr nutzen, ja, und Bronze wird auch unbrauchbar, sodass dieser Rohstoff nicht zur Verfügung steht. Aphrodite ist die Göttin der Schönheit und der Liebe. Ihr Heiligtum ist die Oase der Aphrodite. Und wenn wir diese Gottheit verehren, wird unsere Stadt attraktiver, sodass keiner mehr auswandern möchte. Aphrodite kann folgende feindlich gesinnte Götter verjagen, nämlich Ares, Hephaistos, Hermes und Dionysos.
Aphrodite kann unsere Wohnhäuser segnen, sodass wir eine stärkere Immigration haben. Ist Aphrodite allerdings unserer Stadt feindlich gegenüber eingestellt, entführt sie die Bewohner der Stadt, sodass wir eine Auswanderung haben und weniger Mitarbeiter in unserer Stadt zur Verfügung stehen. Hektor, der große trojanische Krieger, dient Aphrodite. Hermes ist der Götterbote. Sein Heiligtum ist die Zuflucht des Hermes. Seine Wohltaten bewirken, dass Karrenschieber, Handelsschiffe und Handelskarawanen sich schneller bewegen. Unsere Handelspartner der Landrouten kommen häufiger und Hermes kann unerledigte Quests erfüllen. Haben wir ihn allerdings als Feind, stiehlt er einen Teil unserer Stadtkasse und unterbricht die Landhandelsrouten. Der Minotaurus ist das Wesen, was Hermes dient. Ares ist der Gott des Krieges. Sein Heiligtum ist die Festung des Ares. Haben wir Ares als wohlgesonnten Gott und ein Heiligtum für ihn gebaut, stationiert er 2 Kompanien Spartanerkrieger in unsere Stadt, die dann uns zur Verfügung stehen. Der Drache ist das mythologische Wesen, welches Ares dient, und dieser Drache tötet Feinde, Wölfe und andere wilde Tiere, die uns gefährlich werden können. Wenn wir eine fremde Stadt erobern wollen, hilft Ares persönlich und unterstützt unsere Soldaten bei diesem Vorhaben. Haben wir Ares als feindlichen Gott, greift er mit seiner Armee der Spartaner unsere Stadt an. Die letzte Gottheit ist Dionysos, der Gott des Weines. Sein Heiligtum ist der Hain des Dionysos. Haben wir ein Heiligtum für Dionysos gebaut, enthält dieses Weinstöcke, die wir nutzen können. Dionysos sorgt dafür, dass eine gute Stimmung in der Stadt herrscht und keine Unruhen entstehen. Keltereien werden gesegnet, die dann produktiver sind. Und Dionysos füllt Lagerhäuser mit Wein, wenn wir hier ein Defizit haben. Dionysos als feindliche Gottheit bewirkt, dass Weinstöcke verflucht werden und somit keine Reben mehr produzieren. Und er lässt Fußgänger auf den Straßen verschwinden. Das mythologische Wesen, welches Dionysos dient, sind die Mänaden. Dieses sind die Gottheiten, die wir hier bei Zeus entsprechend verehren können. Es gibt noch weitere Gottheiten, die wir im Add-on, Herrscher von Atlantis Poseidon, huldigen können und wo wir Heiligtümer errichten können. Die werde ich aber dann beschreiben, wenn wir beim Add-on angelangt sind. Wo finden wir die Heiligtümer? Hier bei dem Reiter Mythologie klicken wir dieses an, haben wir einmal die Heiligtümer, die wir bauen können. Wir haben die Heldenhallen. Wir haben ja jetzt hier schon einen Helden, den wir zu unserer Stadt locken müssen. Und wir haben die Kunsthandwerkergilden, die dann die Heiligtümer errichten. Klicke ich hier drauf, kann ich sehen, welche Heiligtümer wir errichten können. Und wir brauchen für das Errichten der Heiligtümer 3 Baustoffe: Marmor, Holz und Skulpturen. Wir müssen allerdings Marmor auf Lager haben, um überhaupt das Fundament des Heiligtums zu bauen. Das sehen wir hier, wie viel wir brauchen. Und wir brauchen natürlich das Startkapital, um den Bau zu beginnen. Ja, hier im Infofenster der Mythologie können wir sehen, welche Heiligtümer wir gebaut haben. Ob es Angriffe von feindlichen Göttern gibt oder Angriffe von Monstern. Das sind die mythologischen Wesen der feindlich gesinnten Gottheiten. Gehen wir hier auf die Lupe, um mehr Informationen zu bekommen, können wir sehen, welche Gottheiten wir verehren können, welche Helden wir haben und welche feindseligen Götter wir hier zu befürchten haben. Gut, wir können also Zeus, Demeter, Artemis, Aphrodite, Hephaistos, Dionysos und Hades ehren. Ja, und Hermes und Athene sind die feindlichen Götter.
Wir können nicht nur unsere Heiligtümer errichten und somit unsere Gottheiten verehren, wir können auch Helden in unsere Stadt locken, die dann Quests erfüllen oder gegen mythologische Wesen und Ungeheuer kämpfen, die von feindlich gesinnten Göttern zu uns geschickt wurden. Wir müssen dann immer eine entsprechende Heldenhalle bauen, die finden wir hier. Und wir können jetzt momentan die Heldenhalle des Achill bauen. Das können wir mal direkt machen. Und zwar würde ich die hier direkt an unseren Stadtpalast bauen. Wir sollten es aber noch ein bisschen schön machen. Das können wir hier mit Alleen. Ja, dann bauen wir aber, glaube ich, hier noch die Allee auch weiter. So. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Ja, und dann bauen wir jetzt hier die Heldenhalle des Achill. Ja, dann haben wir jetzt hier unsere Heldenhalle des Achill. Vor der Heldenhalle gibt es immer eine Statue des Helden. Ich bin Demeter. Wer mich verehrt, dem werde ich fruchtbare Felder schenken. Klicken wir die Heldenhalle mit der rechten Maustaste an, öffnet sich ein Infofenster. Und da können wir sehen, was wir entsprechend zur Verfügung stellen müssen, dass unsere Stadt würdig ist, Achill zu empfangen. Ja, und wir müssen 32 Rüstungen im Lagerhaus haben. Wir müssen 3 Hoplite-Kompanien oder besser in unserer Stadt beherbergen, da komme ich gleich noch zu. Wir müssen ein Heiligtum des Hephaistos errichtet haben. Es darf keine Unruhen in unserer Stadt herrschen und wir müssen 16 Amphoren Wein auf Lager haben. Und ihr seht, gelb unterlegt haben wir noch nicht. Und wenn hier ein Häkchen ist und hier das in blau geschrieben ist, heißt das, dass wir dieses schon erfüllt haben. Wir müssen also relativ viel zur Verfügung stellen, damit der Held in unsere Stadt kommt. Das ist wirklich eine Besonderheit bei Zeus und das macht das Spiel ziemlich umfangreich. Gut, die Auswahl für das Heiligtum hat sich, glaube ich, jetzt hier schon ergeben. Wir müssen nämlich das Heiligtum des Hephaistos errichten. Wir haben aber nicht nur Achill als Held, der hier den Quest Pfeil und Bogen erfüllen soll. Achill kämpft auch gegen die Ungeheuer und mythologischen Wesen Hektor und den Mänaden. Wir haben zum Beispiel auch noch Herkules als Held, der gegen den Cerberus und Hydra kämpfen kann. Die Voraussetzungen, dass Herkules unsere Stadt betritt, sind ein hervorragender Zugang zu Kultur. Eines der panhellenischen Spiele muss gewonnen werden. Wir müssen einen hervorragenden Zugang zum Gymnasion haben. Unsere Stadt muss mindestens 1500 Einwohner aufweisen und 32 Amphoren Wein müssen im Lager sein. Als nächsten Helden haben wir Odysseus. Für Odysseus brauchen wir eine hohe Beliebtheit, eine ausgezeichnete Gesundheit in der gesamten Stadt. Wir benötigen 8 gehobene Wohnungen, 36 Einheiten Olivenöl und 16 Amphoren Wein müssen im Warenlager sein. Odysseus kämpft gegen Skylla und Zyklopen. Als nächsten Helden haben wir Theseus. Die Heldenhalle des Theseus muss in der Nähe des Palastes errichtet werden und die Umgebung muss eine gute Attraktivität aufweisen. Die Halle selber muss durch eine Stadtmauer geschützt sein. Und 32 Marmorplatten sowie 16 Amphoren Wein müssen in den Warenlagern vorhanden sein. Theseus kämpft gegen den Minotaurus und den kalydonischen Eber. Der nächste Held ist Perseus, den wir rufen können, um gegen die Medusa oder den Kraken zu kämpfen. Um Perseus in unsere Stadt zu bringen, müssen wir ein Heiligtum der Athene und des Hermes errichtet haben. 3000 Drachmen müssen mindestens in unserer Stadtkasse vorhanden sein, sowie 16 Einheiten Wolle und 6 Skulpturen in den Warenlagern. Der letzte Held, den wir rufen können, ist Iason. Er kämpft gegen Talos und den Drachen. Iason erwartet 3 Trimen und 3 Reiterkompanien in der Stadt,
64 Kisten Nahrung sowie 16 Amphoren Wein müssen in dem Warenlager sein und in den Pferdehöfen müssen mindestens 8 Pferde vorhanden sein. Ja, ihr seht, diese Helden benötigen jede Menge Aufmerksamkeit und wir müssen uns jetzt erstmal um unseren Helden Achill kümmern. Die Bereitstellung der Ressource für unseren Helden sowie den Bau des Heiligtums des Hephaistos und der damit verbundenen Stadterweiterung werden wir im nächsten Tutorium behandeln. Bis dahin wünsche ich alles Gute, freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören und sage Tschüss, euer Dominus.